Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Mitfahrende aus nah und fern, zu diesem Gottesdienst am Gründonnerstag würde ich alle ganz herzlich aus dieser Pfarrkirche begrüßen. Heute feiern wir Gründonnerstag, den ersten Tag der Heiligen 3 Tage. Er ist deshalb so, weil in früheren Zeiten die großen Sünder aus der Gottesdienstgemeinschaft ausgeschlossen waren. Und am Ende der Fastenzeit haben sie wieder in diese Gemeinschaft aufgenommen. Wir haben sie sich sehr gefreut und deshalb vor Freude geweint. Althochdeutsch heißt weinen, greinen. Und daraus wird der Gründonnerstag. Beim Gloria hören wir heute nochmals die Orgel und die Glocken. Sie fliegen dann nach Rom, um in der Osternacht mit neuer Frische zurückzukommen. In dieser Zeit laden die Karfreitagsratschen zu den Gebetszeiten ein. Heute denkt über das letzte Abendmahl des Herrn mit seinen Freunden. Er lädt auch uns dazu ein. Leider ist dies in diesen Tagen nicht möglich, dieser Einladung zu folgen. Bitten wir zunächst den Herrn in Kyrie um sein Erbarmen. Sehr erbarme sich über uns, der gütige Gott. Er nehme von uns alle Sünde und Schuld und führe uns einst zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen
und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze Versammlung der Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten, und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig, es ist ein Pessa für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat? Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst.
ihr ein Opfer des Dankes bringen und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, offen vor seinem ganzen Volk. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Dies ist mein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt. Dies ist mein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt. Ein neues Gebot gebe ich euch, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Dies ist mein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, gibt er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hat Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in die Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.
Da sagte Simon Petrus ihm: Herr, da nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagt ihr seid nicht alle rein. Als er ihm die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagt er zu ihm: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr. Und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Dies ist mein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt. Liebe Mitfeiernden, wenn bei uns ein großes Fest ansteht, geht die Überlegung los. Wen laden wir ein? Wo feiern wir dieses Fest? Brauchen wir dazu Musik? Wer organisiert dieses Fest? In der Regel für ein Fest zur Erinnerung. Der runde Geburtstag, die goldene Hochzeit, ein Betriebsjubiläum. Die Festtafel wird gerichtet. Schöne Tischdecken werden ausgesucht. Blumen und Kerzen schmücken den Tisch. Das gute Geschirr kommt heraus. Eine Speisekarte wird geschrieben. Vielleicht sogar Tischkarten verteilt, damit alle wissen, wo sie sitzen sollen. Das Festessen wird aufgetragen, ein Programm erarbeitet. Und die Menschen unterhalten sich. Weißt du noch, wie das damals war? Kannst du dich noch erinnern, wer da dabei war? Dies oder jene hat sich so darüber gefreut. Erinnerungen werden ausgetauscht, auf das Leben wird zurückgeschaut. All dies gehört zu einem solchen Fest dazu. Jedes Jahr feiern auch die Juden ein ganz großes Fest der Erinnerung. Die Tafel wird gerichtet, viele Vorschriften werden dabei beachtet, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben. Das Paschalamm steht in der Mitte dieses Festes. Der Jüngste am Tisch hat eine besondere Aufgabe. Er darf zu Beginn die Frage stellen, warum überhaupt dieses Fest gefeiert wird. Und der Hausvater erzählt dann ausführlich die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Wegen der Hetze konnte kein Sauerteig vorbereitet werden. Es gab also nur ungesäuertes Brot. Das Fruchtmus erinnert an die Ziegel, die Israeliten in Ägypten für die Bauten des Pharao herstellen mussten. Die Bitterkräuter lassen Juden an die Bitternis des Sklavendaseins in Ägypten denken. Bis zum heutigen Tag feiern Juden dieses Paschafest, zu erinnern an die großen Taten Gottes beim Auszug aus Ägypten, wie er sein Volk aus der Hand des Pharao befreit und durch das Rote Meer geführt hat. Jeder Jude feiert es heute noch so, als ob er selber beim Auszug aus Ägypten dabei gewesen wäre. Dieses Fest wird alle Jahre groß gefeiert. Auch das letzte Abendmahl des Herrn
wird wohl ein Pascha-Fest gewesen sein. Jünger aber dieses Fest im Obergemach vorbereitet. Die Sitzplätze wurden hergerichtet, die Tafel gedeckt, das Paschalamm zubereitet. Doch Jesu hat dabei einiges anders gemacht, als bei den vielen gemeinsamen Abendessen mit seinen Freunden während seiner Wanderschaft durch das heilige Land. Zunächst hat er sich zum Diener aller gemacht und einen Sklavendienst verrichtet. Er wäscht seinen Freunden die Füße, die auf dem Weg durch die Straßen Jerusalems staubig geworden sind. Will damit allen, die ihm nachfolgen wollen, zeigen, wie sie zueinander sein sollen. Sie sollen nicht einander beherrschen, sondern einander in Liebe zugetan sein. Und dann deutet er den Jüngern Brot und Wein neu. Er reicht es ihnen als größtes Zeichen seiner Liebe. Er selbst ist es, wenn sie Brot und Wein zu sich nehmen, ja in sich aufnehmen. Sie tragen den Herrn und Meister in ihrem Herzen. Und dabei verspricht er seinen Freunden und damit auch uns, immer, wenn ihr zu meinem Gedächtnis dieses Mahl haltet, bin ich mitten unter euch. Dies ist wohl eines der größten Geschenke von Jesus. Wenn wir uns in seinem Namen versammeln, wenn wir miteinander Eucharistie, also Danksagen feiern, ist er mitten unter uns. Er begleitet uns auf unserem Lebensweg, auch jetzt in den Zeiten der Corona-Pandemie. Er stärkt uns mit dem Brot des Lebens. Er will uns ganz nahe sein. Bei jedem Gottesdienst dürfen wir nach vorne kommen, uns den Leib des Herrn reichen lassen. Er will sich uns selber schenken. Denn seine Einladung lautet immer wieder: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib. Lassen wir uns einladen. Lassen wir uns von ihm beschenken. Amen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, so hast du, Jesus, uns beauftragt, an dich zu denken, weil du nahbar bist, weil du bei uns bist, weil du unsere Bitten hörst, so bitten wir. Für die Mahlgemeinschaft der Christen, dass wir bald wieder an deinem Tisch zusammenkommen können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kranken dieser Tage, dass du mit ihnen ihren Kreuzweg gehst. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kinder, dass sie sich auf die Erstkommunion freuen können, egal wann sie ist oder war, dass sie sich immer wieder an diese Mahlgemeinschaft erinnern, die ihnen Kraft und Hilfe für das Leben sein soll. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen, die in diesen Tagen um ihre Existenz fürchten, dass sie Unterstützung erfahren und sie von dir Kraft und Mut für das Leben erhalten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Verstorbenen, die mit uns dieses Abendmahl gefeiert haben, nimm sie auf in deine ewige Mahlgemeinschaft. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Jesus, auf dich bauen wir, weil du uns Menschen kennst und alle Wege mitgehst. Sei bei uns, gestern, heute, morgen und immer. Amen. Beim letzten Abendmahl, wie Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in den Saal Gott dankend Wein und Brot. Nicht sprach trinket, essen, das ist mein Fleisch, mein Blut. Damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut. Dann ging hin zu sterben, aus liebevollem Sinn, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. O lasst uns ihm ein Leben von jeder Sünde rein, ein Herz ihm ganz ergeben, zum Dankesopfer weihen. Lasst uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft die Gedächtnisfeier von Tod und Auferstehung Jesu begehren, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen. wir haben sie, mein Herr, Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier des immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und die Erzählern, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Plebis und Syriet terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag,
an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der am Abend an ihm ausgeliefert wurde, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Freien unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Reinhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit den Aposteln, mit dem heiligen Zeno und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. So dürfen wir gemeinsam beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Agnus Dei, Kyrie peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Kyrie peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft er dieses Brot isst und diesen Kelch trinkt, tut es zum Gedenken an mich. So spricht der Herr. Gründonnerstag, Tag des Übergangs. Nach diesem Mal begann die Leidensgeschichte von Jesus. Der jährliche kirchliche Ausnahmezustand macht sich bereit. Die Glocken und die Orgel schweigen. Kreuze werden verhüllt. Die Christen begehen die heiligen 3 Tage im Gedenken an Jesus. Wir dürfen dabei aber nicht in der Vergangenheit verhaften. Die Thematik dieser heiligen 3 Tage gibt es auch hier und jetzt.
wenn auch anders. Die Mahlgemeinschaft des Gründonnerstags, eines jeden Gottesdienstes, die Mahlgemeinschaft mit der Großfamilie und mit Freunden, sie geht uns ab. Wir bemerken plötzlich, wie schön es wäre, das Leben und die Gemeinschaft zu feiern. Erst wenn es fehlt, wissen wir, wie wichtig es uns ist. Der Kreuzweg und das Leid des Karfreitags, heute aktueller denn je. Gehen wir den morgigen Kreuzweg als Solidargemeinschaft. Helfen wir uns gegenseitig wie Simon und Veronika. Denken wir an das Leid, das in der Welt auch seinen Platz hat. Und wir dürfen hoffen. Hoffen auf einen Ostersonntag, wo Leid und Tod überwunden sind. Das gibt uns Mut und Kraft, in diese Kartage hineinzugehen und auch diese Zeit zu überstehen. Guter Gott, gib uns Kraft und Mut, in diese Tage einzutauchen. Wir wollen stärker sein als die Angst, die uns umringt. Wir wollen füreinander da sein, auch wenn wir nicht beisammen sein können. Wir wollen Ostern feiern, auch wenn uns gerade mehr nach Karfreitag zumute ist. Schenke uns die Osterfreude, den Glauben an das Leben, den Glauben an das Gute, den Glauben daran, dass wir uns von dir gerade in dieser Zeit behütet wissen können. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Dann bitten wir ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Nach dem letzten Abendmahl hat der Leidweg von Jesus begonnen. Und um 15 Uhr werden wir Leid und Sterben des Herrn Jesus Christus hier in dieser Kirche mit live übertragen. Bitten wir Gott um seinen Segen, nachdem wir keine Prozession halten können, zu übertragen ins Allerheiligste. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet in jeder Not, segne euch und lenke den Tag in seinem Frieden. Amen. Er bewahre euch vor aller Verwirrung und festige Herzen in seiner Liebe. Amen. In diesem Leben mache ich reich an guten Werken und im Künftigen sei selbst der unvergängliche Lohn. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehört hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Gottheit tief verborgen, beten nahe ich dir, unter